So, haben wir Ton? Braucht man das? Gute Frage. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ich bin erstaunt, denn Festool hat, glaube ich, mein Video gesehen zu diesem Akkuschrauber, hat meine Kritik aufgenommen und hat das Ganze umgesetzt und hat sofort natürlich einen neuen Akkuschrauber produziert. War natürlich nur Spaß. Ich denke mal nicht, dass Festool das gemacht hat, weil ich dazu was gesagt habe, aber ich freue mich, dass Festool hier ein Einsehen hatte. Nämlich die Änderung hier an diesem Schrauber ist schon echt gut, aber da kommen wir gleich dazu. Jedenfalls hat Festool eine Sache gemacht und zwar zwei neue Akkuschrauber rausgebracht. Und zwar den TXS18 und den CXS18. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das hier sind also unsere beiden neuen Geräte. Und falls du dich wunderst, warum sieht das hier so anders aus? Wir haben bei allen diesen Geräten hier ein Wechselbohrfutter oder ein Wechselfutter. Das heißt, wir können hier ein Bohrfutter zum Beispiel aufsetzen oder können hier auch ein Futter nur für Bits aufsetzen oder. Ja, deswegen hier schon mal etwas andere Optik. Aber das sind die beiden neuen Geräte, TXS18 und CXS18 und hier C18 bzw. T18 plus 3. Und eine Sache ist ganz wichtig, diese neuen Geräte werden nicht oder ersetzen nicht die alten Geräte, sondern die bleiben ganz normal weiter im Portfolio, denn sie sind größer, robuster und haben auch etwas mehr Kraft. Die beiden hier haben exakt 22 Newtonmeter im weichen Schraubfall, die hier haben 27 bzw. 35. Da sehen wir auch schon, dass das hier keine großen Kraftprotze sind, aber trotzdem sehr interessante Geräte. Denn der kleine hier, ja, der TXS18 ist einer der leichtesten und kleinsten 18 Volt Akkuschrauber, die ich so überhaupt kenne, muss ich sagen. Ja, er hat nur 22 Newtonmeter im weichen Schraubfall und wahrscheinlich so um die 40 im maximalen Drehmoment, aber das ist erstmal egal. Wenn du im 18 Volt Segment unterwegs bist, ist das, wenn du was Leichtes, Kleines, Kompaktes haben willst, ich denke mal, dann ist das dein Schrauber. Aber nochmal eine Sache im Vergleich, was mir gerade einfällt. Der hier wird ausgeliefert mit dem 3,1 Ampere-Stunden Akku. Der andere wird mit dem 4er ausgeliefert. Interessant ist der Gewichtsvorteil dieses Akkuschraubers. Wenn du den hier nimmst, hast du rund 1,4 Kilo mit Akku. Das ist echt wenig für 18 Volt. Hier haben wir fast 1,9 Kilo. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du viel schraubst, beziehungsweise wenn du auch in kleinen Ecken bist, dann hast du hier ein ganz anderes Gerät. Denn schau mal, selbst wenn ich das Bohrfutter abnehme, ja, siehst du hier, das ist eine ganz andere Größe, viel kompakter, viel kleiner, viel dünner, viel handlicher. Also das ist kein Nachfolger, das ist eine ganz klare Ergänzung. Beim CXS18 haben wir aber auch einen riesen Unterschied und einen riesen Vorteil. Das hier ist der alte, der C18. Hier habe ich immer wieder gesagt, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Denn hier ist der Schalter hier oben, wenn ich aber anfasse, dann ist mein oberster Finger, der kann das nicht drücken und ich muss das mit dem Ringfinger machen. Und da war immer die Aussage, naja, dann musst du irgendwie so arbeiten, den einen Finger nach vorne und dann hier so drücken. Das ist aber völlig unergonomisch, Freunde. Das ist hier jetzt nicht mehr. Beim CXS18 kannst du hier anfassen und kannst ganz normal oben deinen ganz normalen Finger benutzen. Oh, herrlich, ein Riesenunterschied. Und in Summe ist es so, dass dieses ganze Gerät danach schreit, ich bin neu, ich bin klein, ich bin viel handlicher. Alles hat andere Dimensionen. Es ist dünner, es ist kleiner, es ist leichter. Das macht richtig Sinn, denn das sind ja Geräte, die auch für dich für solche Arbeiten gemacht sind. Denn Festool beteiligt sich an einer Sache nicht, und zwar an diesem Wettrüsten nach immer höher, weiter, mehr Newtonmeter, sondern sie sagen, naja, eigentlich reicht das doch aus. Wir werden übrigens gleich nochmal schrauben und dann werdet ihr sehen, eigentlich reichen die doch aus. Und wenn du richtig Kraftpakete haben willst, dann ist das nicht das Richtige. Aber das willst du auch eigentlich gar nicht, denn du hast ja ein super kleines und kompaktes Gerät. Bei mir persönlich ist es so, dass ich immer den hier bevorzugen würde, weil diese kompakte Bauform ist einfach nicht so ganz so meins. Aber es gibt viele, die das hier mögen. Unter anderem, weil hier hast du zum Beispiel ein Bit-Depot. Du kannst dir die Bits einfach nehmen, hier rein tun und du siehst, das hält und fällt nicht ab. Du kannst es einfach wieder nehmen und hier einsetzen, beziehungsweise dann hier auch in deinem Einsatz benutzen. Eine wichtige Sache, Thema Einsätze bzw. Aufsätze. Alle Akkuschrauber hier sind ja, haben ja jeweils ein Wechselbohrfutter und man kann die auch mit Bohrfutter ohne und so weiter betreiben. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier ein bisschen ins Haken gekommen bin. Wichtig ist Folgendes, aus der älteren Serie, also von der C18 oder T18 plus 3 auf die anderen Geräte, das ist rückwärtskompatibel. Von den neuen, kleineren Geräten nach oben ist nicht alles kompatibel. Wie zum Beispiel hier der Winkelaufsatz. Der passt zwar hier bei den neuen wunderbar drauf, ja, aber hier bei dem alten habe ich es
Na, nee. Da passt das einfach nicht. Also da bitte darauf aufpassen, die neuen sind kompatibel zu alten, die alten nicht zu neuen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es dann lieber in die Kommentare. Übrigens haben beide neue Akkuschrauber eine sehr interessante Funktion, und zwar kannst du die Leuchte dauerhaft einschalten. Du kannst einerseits erstmal sagen, dass sie nicht leuchtet. So, jetzt hier, ist sie aus. Ich kann sie aber auch so einstellen, dass sie jetzt Dauer leuchtet. Das heißt, sie leuchtet bis zu 10 Minuten jetzt hier und du kannst sie quasi als Taschenlampe irgendwo hinstellen und beleuchtest dann einen kleinen Bauraum. Gerade zum Beispiel im Bereich Küchenbau sicherlich etwas, was sehr interessant ist. Du nimmst sie einfach, machst einmal an, drückst in die Ecke und kannst dann hier oben ein bisschen irgendwas rumfummeln, irgendwas einbauen und dann kannst du in die Hand nehmen und weiterarbeiten. Das haben beide. Aber jetzt wollen wir mal sehen, wie gut sie schrauben. Nur 22 Newtonmeter, das schafft doch nichts. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Denn ich habe hier eine Schraube 6x160 und schauen wir mal, ob das funktioniert und ob wir die reinkriegen. Das ging noch besser, als ich dachte. Jetzt mein persönlicher Endgegner, der Schalter. Endlich funktioniert er für mich. Sicher die Frage, klappt das auch im zweiten Gang? Respekt! Was eine ganz wichtige Eigenschaft hier vom TXS 18 ist, wir haben hier eine Präzisionskupplung. Und ihr kennt das häufig von Akkuschraubern, dass du die Kupplung einstellst, das machst du hier übrigens so ein Drehrädchen hier, daran merkst du schon, das ist eine elektronische Kupplung, und zwar keine Rutschkupplung, wie du es an normalen Akkuschraubern hast. Da stellst du es hier ein. Was passiert, wenn du auf den Rutschpunkt gekommen bist? Dann machst du so ratatatatatatat. Er rutscht hier durch und rutscht und rutscht und rutscht und du musst aufhören. Das hast du hier nicht. Du hast hier eine elektronische Rückmeldung. Ich zeige dir das Ganze mal. Hast du es gesehen? Jetzt war es Ende und dann kommt dieses Geräusch. Ich habe es hier ganz aber runtergestellt. Nicht, dass ihr denkt, ihr hättet es nicht geschafft. Ihr hättet es ohne Probleme geschafft. Ich bin jetzt hier auf 9 runtergegangen. Du hast es in dem Moment, wenn er sagt, so, jetzt ist mir der Bit hier rausgefallen. In dem Moment, wenn du sagst, so, jetzt bin ich angekommen am maximalen Drehmoment, das ich geben möchte, dann kommt ein bisschen Düdüt und dann ist aus. Finde ich richtig gut. Lass uns mal schauen, ob er auch so eine Schraube versenken kann, weil das ist schon mal ein anderes Kaliber. Also ich muss ja mal sagen, das ist schon echt erstaunlich. Dann schaut euch mal das Ganze an. Das ist schon eine riesige Schraube und eigentlich überhaupt nicht mehr im Leistungsumfang dieses Gerätes gedacht. Ihr seht also, so schwach sind die nur wirklich nicht. Auch wenn es nur 22 Newtonmeter sind. Aber, und das machen die so super interessant, sie sind halt mini klein. Dann vergleicht das Ganze jetzt mal hier. Das hier ist das Ganze in 12 Volt und für euch, da ist kaum noch ein Unterschied. Ja, der 12 Volt ist sogar von der Länge her zumindest größer. Hier oben 12 Volt, ja, ist etwas größer. Man hat noch keine elektronische Kupplung und so weiter und so fort. Am Ende haben sie hier Folgendes gemacht. Und zwar, sie haben eine Brücke geschlagen zwischen 12 Volt, zu diesen Geräten hier, und 18 Volt. Denn die haben die neuen Geräte, die TXS 18 und die CXS 18, einfach dazwischen gestellt und haben gesagt, okay, wenn du ein wirklich super kleines und kompaktes Gerät haben möchtest, aber im 18 Volt Segment bleiben möchtest, das trotzdem noch genügend Kraft hat, dann sind es die beiden Geräte und dafür sind sie da und eben nicht für große Monsteranwendungen. Ihr schreibt bitte mal, wie findet ihr denn die neuen Geräte? Was haltet ihr davon? Ist es Hot oder Schrott? Bitte unten in die Kommentare. Wir sehen uns. Ran ans Werkzeug. Hat nicht geklappt. Bis zum nächsten Mal.